Hallo und herzlich willkommen bei Home with Olympus. Mein Name ist Marc Ludwig von FotoTV und wir haben wieder Tipps für euch, was ihr zu Hause fotografisch machen könnt, wenn ihr nicht raus könnt. Heute habe ich mir mit Bernhard Rauscher, den Lightpainter Deutschlands, vielleicht in die Sendung geholt und er hat einen Tipp für euch, wie ihr Lightpainting auf dem heimischen Balkon machen könnt. Hi, mein Name ist Bernhard Rauscher und soeben hast du ein paar Lightpaintings gesehen, die ich mit ganz einfachen Mitteln gemacht habe. Und in diesem Video erkläre ich dir, wie du das auch machen kannst. Was brauchst du nun alles für solche Lightpaintings? Als erstes natürlich die Kamera. Am besten eine Olympus mit einem Live-Composite-Modus. Das haben die meisten OMDs drin und die meisten Pen-Kameras auch von Olympus. Zu den Einstellungen später aber mehr. Zu der Kamera natürlich auch ein stabiles Stativ, denn wir wollen ja mit Licht malen, das heißt eine Langzeitbelichtung machen und dazu sollte die Kamera stabil und fest stehen. Ein bisschen Licht brauchst du natürlich auch. Zum Beispiel diese Schlüsselleuchte, Schlüsselanhängerleuchte habe ich hier. Ganz einfache Lichtquellen, die du höchstwahrscheinlich schon selber im Haushalt hast. Und eine Fahrradlampe habe ich auch benutzt, die ich hier mit einem kleinen roten Filter abgeklebt habe. Das bringt auch ganz nette Effekte dann. Das Schöne ist, das komplette Projekt kannst du komplett zu Hause machen. Das heißt, als Location können wir entweder in den Garten gehen, wenn du einen hast, oder auf dem Balkon, so wie ich es gemacht habe, oder es geht auch eine einfache Fensterbank mit einem Fenster ins Freie. Toll natürlich, wenn du so ein paar Küchenkräuter hast, wie ich es verwendet habe, hier sowas zum Beispiel, da habe ich ein paar in den Vordergrund aufgestellt, denn die bringen so ein bisschen Natur in das Bild und diese Kräuter, diese Pflanzen, es können auch Blumen sein, die werden wir dann mit ein paar Lightpaintings ergänzen. Ein guter Tipp ist es übrigens, gerade in der Nachtfotografie, das Framing, also sprich den Kameraausschnitt bereits tagsüber festzulegen. Das heißt nicht erst in der Nacht, wenn es dunkel ist. Da ist es viel schwieriger. Ich zum Beispiel habe probiert, das Haus, was gegenüber ist, auszublenden. Das heißt, ich bin mit der Kameraposition so weit runtergegangen, dass es hinter meinem Kräuterbeet verschwunden ist. Und dann haben wir quasi fast Natur pur in meinem Bild. Für die richtige Belichtung gibt es natürlich 3 Werte, die entscheidend sind. Das weißt du aus der klassischen Fotografie. Das ist ISO, Blende und Belichtungszeit. Im Fall vom Light Painting, also Langzeitbelichtung, da kümmern wir uns als erstes um die 2 ersten Werte, sprich ISO und Blende. Denn die beiden Werte stellen wir ein auf die Tools, die wir verwenden im künstlichen Lichtbereich. Und als Daumenregel gilt ganz gut ungefähr, also bei hellen LEDs wie diesen hier zum Beispiel, oder so mittelhellen LEDs, dass du auf ISO 200 gehst, also die niedrigste ISO, und Blende zwischen 8 und 11 einstellst. Die Belichtungszeit, die wir brauchen, die ermitteln wir dann durch eine Testaufnahme. Du kannst jetzt auch mal durch meine Kamera quasi hindurchschauen. Die Testaufnahme ist bei mir ungefähr bei 1 Sekunde rausgekommen. Hier gefällt mir das Bild. Normalerweise belichte ich auch ein bisschen unter in diesem Bereich, denn ich will ja das Bild später noch mit Light Painting ergänzen. Das heißt, im manuellen Modus eine Testaufnahme, da bekomme ich dann meine Belichtungszeit. Jetzt haben wir allerdings ein Problem, denn bei 1 Sekunde Belichtungszeit bekomme ich kein Lightpainting hin. Das ist zu kurz. Und genau jetzt sind wir als Olympus-Fotografen im Vorteil, wir haben einen Live-Composite-Modus. Der Live-Composite, den erkläre ich dir jetzt, wie man den einstellt. Und zwar gehst du in den manuellen Modus, also M auf dem Rad, und dann drehst du an dem Rad für die Belichtungszeit dieses Rad so lange nach links, bis du in die längeren Belichtungszeiten reinkommst. Und ganz zum Schluss kommt dann der Live-Composite-Modus. Ja, und was macht der Live-Composite? Er nimmt mehrere Aufnahmen hintereinander auf, eigentlich kurze Langzeitbelichtungen, also es ist immer noch eine Langzeitbelichtung, die er dann zusammenrechnet in der Kamera bereits in Echtzeit. Und diese Aufnahmen werden so zusammengerechnet, dass immer nur die helleren Bildteile dazu addiert werden. Sprich, die Grundbeleuchtung bleibt immer gleich und dazu können wir dann mit Licht malen. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Und zwar, wir können ja diese Belichtungszeit gar nicht mehr einstellen, weil wir an dem Rad gerade in den Live-Composite-Modus gedreht haben. Und hier gibt es einen kleinen Trick, den muss man einfach wissen. Das heißt, sobald wir im Live-Composite-Modus sind, einmal die Menütaste drücken an der Kamera, dann siehst du, dann kommt man in die Belichtungszeit, sprich in welchen Abständen die Kamera Fotos macht. Und hier stellen wir genau diese vorher ausgemessene Belichtungszeit ein, in meinem Fall 1 Sekunde. Also sprich, jede Sekunde macht die Kamera eine neue Aufnahme. Um jetzt auch loszulegen, musst du den Auslöser der Kamera zweimal betätigen. Einmal, um sie in Bereitschaft zu versetzen. Das heißt, die Kamera macht an der Stelle einen kleinen Dark Frame, genauso lang wie die Zeit, die du gerade eingestellt hast. Und mit dem zweiten Mal auslösen geht's eigentlich los.
schau mal mit mir durch meine Kamera, wie ich jetzt eine dieser Blumen male. Das heißt, ich benutze hier tatsächlich diese Fahrradleuchte, wie eben gezeigt, und male eine Fantasieblume und die ergänze ich noch mit so ein bisschen Feenstaub. Also das heißt, so kleine Punkte, die ich dann mit der kleinen LED-Leuchte dazu mal. Und schon ist das Bild dann im Kasten und fertig. Vielleicht noch ein bisschen mit Lightroom den Kontrast verbessert und fertig ist dein Light Painting im Kräuterbeet. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Ich gebe zurück zu Foto-TV und tschüss. Ja, herzlichen Dank, Bernhard. Vielen Dank für diesen Tipp. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr macht's nach. Bis zum nächsten Mal bei Home with Olympus.